Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal, einem ganz besonderen Video, nämlich zu der Tour über den Wettersteingrat. Bevor jemand von euch fragt, hey Tobi, Wettersteingrat, das ist doch der neueste Film von Michi Wohlleben. Das ist korrekt, allerdings möchte ich sagen, dass der Wettersteingrat an sich nur ein Teilgrat ist von dem ganzen Wetterstein selbst. Und dieser Grat führt von der Meilerhütte über die Törlspitzen bis zum Musterstein, weiter über die 3 Scharten und dann bis hin zur oberen Wettersteinspitze oder noch weiter zur unteren Wettersteinspitze. Die Eigenschaften des Wettersteingrats sind ganz einfach: Kletterei im 3. Schwierigkeitsgrad, ausgesetzt, brüchig und auch lang. Und dementsprechend ist es vielleicht eine Tour, die viele Leute interessieren wird. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch beim Olli, der wirklich sehr ehrlicherweise im Bergleintal umgedreht ist, weil es ihm nicht gut ging. Und auch bedanken möchte ich mich beim Felix, der spontan eingesprungen ist und dann noch zur Meilerhütte über die bayerische Seite gekommen ist. Das waren soweit die Informationen, die ich dir mitteilen wollte. Schau gerne mal in meine Infobox, dort findest du auch weitere Informationen. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnierst. Du kannst auch gerne die graue Glocke drücken, dann erhältst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn neue Inhalte hochgeladen werden. Außerdem, wenn es gefallen hat, einen Daumen nach oben und bei Fragen gerne Kommentare benutzen. Also genug geredet, wir beginnen mit dem Aufstieg zur Meilerhütte durch das Bergleintal. Got to know you before you faded away. I got to know you, got to love you. Just keep walking down to separate ways. I can show you, escaping your pain now. You break down, you're drained now. Your heart pounds, your lips move, your eyes shine, you lose it all. I'll just wait here as you're fading away. I got to know you, got to love you. One thing to say before you're fading away. I really love you. Escaping your pain now. You break down, you're drained now. Your heart pounds, your lips move, your So Felix, ökologisch angereist mit. Mit Flixbus. Sehr geil. Ja, Geil. ist günstiger als die Bahn. Du bist auch ganz trocken, oder? Nee, nicht ganz. Okay. Aber Okay. dafür war ich schnell oben. Schön, dass es noch geklappt hat. So, Tag 2 jetzt mit Felix und wir gehen jetzt von der Meilerhütte hier direkt gegenüber hoch Richtung Törlspitzen. Ganz einfacher Weg, maximal 1er Gelände. Und dann erwartet euch oben eine grandiose Aussicht mit einer Plattform. So geht es hier hinauf.
Dreitauchspitzen im Hintergrund und Gehgelände nach oben. So, hier war ich ja gestern bereits und jetzt gehen wir hier Richtung Osten, der Sonne entgegen. Schaut euch das mal an, das Leuterscher Platt. Ja, wirklich ein Traumtag heute. Gut angelegt und jetzt gehen wir hier in diese Richtung weiter Richtung Musterstein, wenn man das Gipfelkreuz sieht. Noch irgendwas zu sagen? Ja, nee. Schöner Tag, oder? Auf jeden Fall. Schöne Tour. Und hier am Anfang sieht man eigentlich ziemlich gut Steigspuren. Ja, Das verliert sich dann aber irgendwann. genau. Höfelekopf, Leuterscher Dreitauchspitze, Partenkirchner Dreitauchspitze und der Felix in der Sonne. Und da geht's weiter. So, bisher einfaches Gehgelände, nicht schwierig, keine Kletterei dabei, aber das ändert sich dann gleich. So, da kommen wir her, der große Steinmann, dann hier runter und dann da weiter. So, jetzt geht's mal hier durch, da und dann hier nach oben auf den Grat. Jetzt schnürt sich der Grat hier langsam zu. So, von der Scharte kommen wir her und dann geht es hier in leichter Kletterei nach oben. So. Also da unten ging es her, maximal Zweier und jetzt nicht täuschen lassen. Das dauert jetzt noch eine Weile, bis man drüben ist. Jetzt kommt so nachher Dreiergelände, Abseilstellen. Schauen wir mal. So, jetzt habe ich euch auf meiner Helmkamera drauf. Und beim Felix ist immer so ein Abseilring, höchstwahrscheinlich von den Südrouten, vom Musterstein. Und wir gehen jetzt hier direkt auf den Grat weiter. So. So, geht's da weiter. So, jetzt kann man entweder direkt über den Grat oder hier kurz abklettern, die paar Stellen. Dann seht ihr hier, geht es da ganz easy drum rum. Nur aufpassen, lose Steine. Also da schnitzt den Grat jetzt mal richtig zu, also so breit wie es angefangen hat, wird es jetzt gleich mal richtig schmal. Ihr seht die 2 bis 3 Türme vom Musterstein und da müssen wir jetzt bestmöglich drüber kommen. Rückblick hier. So, hier geht es jetzt kurz runter, aber Fels ist da mal bombenfest. So. So, hier sind wir und da geht es jetzt kurz nach oben, auf jeden Fall auch 2er 60. Okay. Ja. Ja, ist doch gut, die halten ja ewig die Akkus. Ja, da ist sie.
Also da, wo der Grat extrem abbricht, also ich glaube, es stimmt mir zu, dass man da relativ schwierig runterkommt. Da ist mir hier diese Abseilstelle drin mit Fixseil. Und da geht es dann runter. Man liest hin und wieder, dass man das auch normal abklettern kann. Ist ungefähr ein Dreier. Ein luftiger Dreier. Ja, wir werden hier abseilen. Und genau, so schaut es ja aus. Also müsst ihr quasi südseitig euch orientieren. Da habt ihr dann diese Abseilstelle hier. Und so schaut der Grat dann weiter aus. Also türmt sich nochmal ordentlich auf. Das ist sich jetzt mit dem 30 Meter genau ausgegangen. Lief auch super mit diesem 8,5 Beal Opera. Das ging echt gut durch mit dem HMS. Und jetzt kommt der Felix kurz runter. Und nochmal dazu, kein Brusig verwendet ist nicht die Lehrmeinung. Dieses Video ist allgemein auch nicht die Lehrmeinung. Und dementsprechend einfach selber entscheiden, was ihr da macht. Sehr schön. So, verehrte Zuschauer, jetzt geht es nach dem Abseilen 10 Meter nach unten und dann wieder nach oben. So, dann schauen wir uns das jetzt mal an, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall gute Griffe. Ja, wirklich massiv. Das ist top. Jetzt hier rüber. Macht Sinn hier eigentlich. Jetzt seht ihr hier, da muss man einfach nur einen langen Schritt machen und dann hat man schon den richtigen Tritt und das war's. Und da unten seht ihr schon den nächsten Steinmann, also ihr steigt jetzt noch weiter ab und dann geht es wieder nach oben. So, ganz kurz, da vorne ist mal ein Steinmann und hier vorne ist ein alter Schlaghaken. Und da muss man aufpassen, dass man den untersten Riss wählt, also quasi den, der jetzt hier rechts bei mir ist. Dieser Riss hier, das ist unser Aufstiegsriss, den wir jetzt gehen. So, das heißt, wir gehen hier kurz runter und dann geht es wieder nach oben. Also jetzt warte ich kurz auf den Felix und dann geht es hier durch diesen rechten der beiden Kamine nach oben.
Genau, nordseitig muss man aufgehen. Dann wird das hier das Stück sein. So, jetzt geht es mal hier in die Nordseite hinein. Und da kommen wir her. Diese 2 bis 3 etwa. Schön zum Klettern. Und dann geht es hier relativ einfach wieder nach unten. Und dann wieder auf den Grat zurück. Ja, hier ist ein großer Steinmann. Wir sind wieder mitten auf dem Grat. Und dann geht es jetzt hier weiter. Da vorne direkt auf dem Grat. Also es tut mir leid, eben ist leider Timelapse gelaufen auf der kompletten Nordseite. Jetzt sind wir wieder auf der Südseite und hier liegt nochmal ein Steinmann. Und dann geht es aller Voraussicht nach hier oben weiter, beziehungsweise hier sind auch Begehungsspuren, aber wir halten uns jetzt mal links. Wichtig ist, dass man hier diese Querung auf der Südseite nicht verpasst. Ist ein Schlaghaken drin plus Steinmänner hier. Da ist eigentlich nicht zu übersehen. Und dann geht es hier weiter. Seht ihr das? Da vorne. Also wichtig ist, dass man nach dieser Querung die direkte Linie nach oben wählt. Also hier und dann geht es die restlichen Meter auf den Musterstein. Die letzten Meter zum Musterstein auf den Grat und dann gehen wir den Rest jetzt auch noch fix. So Leute, wir sind jetzt hier am Musterstein und gehen jetzt gleich in östlicher Richtung weiter, da Richtung Dreischarten. Und vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst, der Weg auf den Musterstein ist meiner Meinung nach, ist natürlich subjektiv, einfacher wie zumindest jetzt im Blassengrad die meisten Stellen. Ich finde den Übergang von der unteren auf die obere Wettersteinspitze anspruchsvoller wie den Weg auf den Musterstein. Man muss hier schauen, allerdings ist die Kletterei nur an ganz wenigen Stellen 3, mehr 2 in meinen Augen. Ja, ist meine persönliche Meinung. Ich finde, dass da viel Mythos auch hintersteckt, hinterm Musterstein. Man muss den Weg finden. Genau, die Wegfindung. Sucht euch eine gute Beschreibung raus im Internet und dann sollte es ganz gut gehen. Oder? Ja. Wenn man den richtigen Weg findet, passt es. Genau. Man sollte allerdings ein bisschen Backup haben. Genau. Und bis hierher haben wir es übrigens mit einem 30er Einfachseil geschafft, weil man liest irgendwo was von 30 Metern abseilen, aber schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. So, mitten auf dem Wettersteingrat. Das schaut einfach nur geil aus. Es geht ganz leicht der Wind, es ist angenehm. Es ist ein wunderschöner Herbstsonntag und wir sind sehr glücklich, dass wir hier drüber gehen dürfen. Also ich glaube, das sind Aufnahmen, die hat so in der Öffentlichkeit noch nicht richtig gegeben. Also mir ist nichts bekannt, dass der Wetterstein gerade schon mal so verfilmt wurde. Und deswegen hier eine Premiere für euch. Richtig geil. Das ist eigentlich der einzig logische Weg. Man kann sich hier eigentlich jetzt nicht mehr großartig versteigen.
Ding ist, Leute, wir können natürlich nicht den ganzen Grat für euch abfilmen. Da müsst ihr selber entscheiden. Das sind nur Impressionen. Haltet euch auf jeden Fall am Grat. Und jetzt seht ihr das, da kommt wieder Gehgelände. Und da kommt dann erst wieder die Kletterei. Genau. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das hier runter der Notabstieg vom Musterstein sein. Richtung Hirschbichel, Sattel und Angerloch. Angaben ohne Gewehr, aber da macht es keinen Sinn. Hier schaut es deutlich besser aus. 1+, aber deutlich schwieriger wohl zum Finden und brüchig. Also von da oben kommen wir jetzt runter. Viel Gehgelände. Ich bin hier nicht so ganz fit, was Schrofen angeht, und ja, deswegen dauert es bei mir etwas länger. Und dann geht es jetzt hier weiter. So, hier ist wieder richtig fettes Gehgelände. Wirklich easy. So, da kommen wir jetzt runter. Wir sind das Ganze umgangen hier an der Seite. Dann haben wir nicht klettern müssen und jetzt geht es hier am Grat weiter und es wird wieder ausgesetzter. Hinter mir der Felix. Jetzt geht es mal hier unten drunter an der Südseite vorbei. Ja, das ist eine von den Einschartungen hier, glaube ich. And if you're lighting up my way, I'll be yours till break of day. Also hier hätten wir theoretisch runterklettern können. Wir sind jetzt seitlich umgangen. Der Freefall wäre auf jeden Fall ziemlich weit und lang. So, und jetzt gehen wir hier relativ safe wieder weiter runter und dann nach oben. So, jetzt geht es hier weiter. Einfach immer sich den logischen Weg suchen und dann da in die Richtung. Ist noch ein ganz schön langer Weg. So, hier wird es jetzt mal richtig scharf. Da vorne. So, jetzt geht es immer in guten Fels, schattig nach oben. Ja. So, wir haben hier einen schönen Platz an der Sonne zum Brotzeit machen. Und ja, jetzt geht es hier genau hinter mir weiter nach oben. Da zieht sich der Grat jetzt mal zusammen im Bereich der 3 Scharten. Und ja, da kommen eher so die Hauptschwierigkeiten und danach weiter hinten Richtung Wettersteinwand und Wettersteinkopf müsste sich das Ganze wieder etwas entspannen. In vielen Teilen ist es logisch, Felix, in meinen Augen, wo willst du halt links und rechts runter, geht nicht großartig. Und deswegen, ja, bleibt auf dem Grat. Wenn es euch nach rechts oder links drängt, dann macht es und geht so durch, wie es effizient ist. That's it.
das schaut mir hier nach einer der Schlüsselstellen aus. Also zu beiden Seiten sehr, sehr luftig. Also Fehler enden hier tödlich mit Sicherheit und ich sage ganz ehrlich, da muss man sich jetzt nichts beweisen. Wir haben ein Seil dabei und das benutzen wir jetzt auch kurz. Einer geht vorgesichert, der andere wird gesichert nachgeholt und dann ist das Ganze safe. Okay. So, nach der Stelle, wo wir kurz gesichert haben, geht es jetzt hier so weiter. Ja. So, hier ist auf jeden Fall eine der schönsten Kletterstellen bisher am Grat. Also richtig schön Tiefblick, aber gut kompakter Fels. Und so geht es jetzt da oben weiter. Dieser wunderschönen kompakten Stelle wird es jetzt hier direkt wieder schlagartig brüchig. Gelber Fels. Und hier weiter. Da geht es jetzt mal runter. Kommt mal so eine schöne Spreizstelle. Fällt wieder etwas brüchiger meiner Meinung nach und dann geht's da oben weiter. Also wir sind jetzt hier nordseitig abgeklettert nach dieser Stelle, die wir euch gezeigt haben. Da befindet sich jetzt mal hier eine Abseilstelle, die wir gerade noch was nachbessern und dann geht es hier runter. Schauen wir mal mit dem Seil, wie das passt und dann geht es da hinten wieder weiter. So, da kommt der Felix jetzt runter. Nach wie vor unser 30 Meter Einfachseil reicht perfekt. Wunderbar. Also hier kommen wir jetzt runter mit dem Seil. Das hat auch super funktioniert mit 30 Meter Länge. Und dann geht es jetzt mal links, also nordseitig an dem Turm vorbei. Schaut aus, als könnte man den klettern, aber es geht wirklich nordwärts vorbei. Also da war der Abseiler. Kurz absteigen, diesen Turm queren, Steinmann zu sehen. Und dann kommt hier wieder Gehgelände und wir machen jetzt erstmal kurz eine schattige Trinkpause. So Felix,
3 Scharten geballert. Also ich lese vor den AV-Führer von 1984 vom Musterstein Richtung obere Wettersteinspitze, also Wettersteingrad. Nach den 3 Scharten nordseitig umgehen, gewinnt man anschließend wieder den Grat. Auf ihm ohne Schwierigkeit zum Wettersteinkopf und zum Gipfel der Wettersteinwand. Von der Wettersteinwand über den leichten Grat zur Rotplattenspitze und auf den Gratkopf östlich davon weiter zur tiefen Einsenkung zwischen Wettersteinwand und oberer Wettersteinspitze, auch Mittagsscharte genannt. Ein folgender Gradaufschwung wird südlich umgangen und so weiter und so fort. Kurzer Riss, Zweierstellen und dann ist man am Gipfel der oberen Wettersteinspitze. So die Theorie. Also sprich, wir sind jetzt am Ende von den Hauptschwierigkeiten, da wo quasi gesagt wurde, nordseitig wird umgangen und der Grat wird leichter. Und genau da sind wir jetzt und schauen jetzt mal, wie es weitergeht. Sehr gut. Da unten sieht man jetzt nicht mehr die Wettersteinalpe. Und ja, jetzt geht es hier weiter. Mindestens noch die Hälfte bis auf die obere Wettersteinspitze. Allerdings die Hauptschwierigkeiten liegen jetzt hinter uns. Wir beide haben übrigens jetzt unsere Helme abgezogen, damit etwas mehr Ventilation an den Kopf kommt. Da hinten der Rückblick zum Muster und der Weiterblick zur Wettersteinwand. Also richtig cool, jetzt ist hier richtig Genuss, Gehgelände und ja, ist jetzt wirklich, kommt man zügiger vorwärts und dann geht das Ganze auch schon besser vonstatten. Also wir befinden uns jetzt hier auf dem Wettersteinkopf, der hat nicht ganz 2,4. So, hier muss man aufpassen. Es ist zwar Gehgelände oder so Einser, aber es liegt halt viel lockeres Zeug drum. Und ja, so ein Sturz hier runter wäre dann doch eher unvorteilhaft. Hier runter wäre es auch unvorteilhaft. Deswegen einfach sicher. Eben. Ja, also wir gehen jetzt immer weiter Richtung Osten. Was auffällt, das Gestein ist ultra brüchig. Also wirklich hardcore brüchig. Ja. Ist eh nicht mehr so weit. 4 Kilometer haben wir geschafft. Und den Rest machen wir auch noch. So, da geht es jetzt weiter. Also liebe Zuschauer, linkes Bein in Bayern, rechtes Bein in Tirol. Wettersteinwand, ein wunderschönes Gipfelkreuz. Mit Liebe errichtet und ja, hier ist sogar ein kleines Buch und ein Marmeladenglas, wo man was reinschreiben kann. Und da hinten schaut man jetzt tatsächlich noch mal Richtung Muster und 3 Scharten und zieht euch jetzt mal die Südwand vom Muster rein. Also da ist der Freefall auf jeden Fall schon ordentlich. Ja, jetzt geht es gleich hier Richtung Rotplattspitze weiter, der Rotplattenspitze, entschuldigt. Und ja, danach ist es wirklich nur noch ein bisschen Kletterei, Gehgelände. Und dann sind wir schon drüben. So, wir gehen jetzt von der Wettersteinwand, wenn wir da richtig liegen, Richtung Rotplattenspitze. Und da hinten zeigt sich auch schon ganz in der Ferne die obere Wettersteinspitze. Ja, Wetter ist nach wie vor top. Und die Fernsicht dahin Richtung Zillertaler ist einfach ein Traum. Ja, es ist richtig angenehm hier. Schön zum Gehen. Überall liegen Steinmänner rum. Ein leichter Wind geht. Da unten Elmau. Und ja, Richtung Wallgau. Der Blick Richtung Krünn. Und auf die Ahnspitzengruppe hier. Ja, ich werde jetzt hier auf diesem Weg nur noch einzelne Sequenzen zeigen, weil, ja, was soll ich euch beim Gehgelände zeigen, der wirklich gut markiert ist mit Steinmännern. Vielleicht nochmal hinten die Zweierstelle, wenn dann eine kommt. Ansonsten melden wir uns gegebenenfalls erst bei der
oberen Wettersteinspitze zurück. Also der Blick hier rüber zur oberen Wettersteinspitze, die seht ihr da. Also ich sehe das Gipfelkreuz, ihr mit etwas Glück auch auf den Aufnahmen. Und da unten seht ihr dann auch mal die Mittagsscharte, die dann umgangen wird. Da kommt jetzt nachher mal ein Riss im 2. Schwierigkeitsgrad, der abgeklettert wird. Und dann geht es im Endeffekt ja etwas schwierigeres Gehgelände weiter zur oberen Wettersteinspitze. Also Grad und dann da runter beim Felix. Also wir kommen jetzt hier von der Gradkante und gehen jetzt hier in die tiefste Stelle von der Mittagsscharte und dann zieht es sich wohl relativ einfach wieder nach oben, auch wenn es gerade nicht so ausschaut. Brüchig ist es, man muss aufpassen, hier liegt viel loses Zeug rum, deswegen auch wieder die Helme auf. Also ihr seht jetzt hier die Mittagsscharte, das ist wirklich gewaltig, diese Abbrüche hier, diese steilen Abbrüche. Und jetzt geht man hier über diesen Klotz hinüber und dann geht es Richtung obere Wettersteinspitze weiter. Steinmänner wieder hergerichtet, sehr gut. Von da unten kommen wir her und das war der Abstieg. Ich habe mal gerade am Grat geschaut, schaut nicht sehr einladend aus. Jetzt geht es hier nach unten und dann da oben wieder weiter. So, wir sind jetzt hier nochmal am Grat geblieben und dann geht es hier mal in diese Rinne runter. Das wird die letzte Rinne sein, die im Führer mit 2 angegeben ist. Und dann zieht es sich da drüben wieder relativ entspannt nach oben. Felix und ich sind jetzt hier abgeklettert durch diese Rinnen. Das sind die Rinnen, die mit 2 angegeben sind. Die sind sehr, sehr brüchig. Und dann geht es hier wieder deutlich einfacher weiter nach oben. So, laut Steinmänner geht es direkt oben am Grat entlang. Da oben sieht man wieder eins. Und das sind jetzt wirklich die letzten Kletterzüge bis zum Ende hier. Und dann war es das für heute. Dann kommt nur noch der Abstieg. So, seht ihr meinen Schatten? Da ist der Felix in den letzten Zügen. Und dahinter sieht man jetzt schon den Gipfel dann. Ist für mich auch eher oberer Zweier hier. Definitiv. So Leute, wir sind jetzt hier in der oberen Wettersteinspitze. Ja, normalerweise man kann den Grat auch fortführen bis zur unteren. Habe ich vor 2 Wochen gemacht, ist für mich nicht interessant. Außerdem bin ich an diesem Wochenende ziemlich platt und mag jetzt auch nicht weiter. Das heißt, hier endet der Wettersteingrat für uns. Die meisten werden auch runtergehen, mal abgesehen davon steht mein Auto in Mittenwald. Von daher wird es auch überhaupt keinen Sinn machen, weiterzugehen. Das Resümee ziehe ich später mit dem Felix unten, wenn wir ganz gemütlich über die Straßen laufen. Da ist etwas windgeschützter. Ja. Und ja, auf jeden Fall hat sich gezogen die Tour. Bis später. So, jetzt habe ich allerdings noch eine Überraschung, Felix. Das war der Deal. Ja. Genau. Jetzt bin ich mein Einfachseil mal los für den Abstieg. Ja, aber gut, dass wir es mit hatten. Ist schon nicht verkehrt. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing.
Ja Leute, und hier bin ich schon wieder. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat zum Wettersteingrat inklusive Musterstein und du konntest einige Eindrücke gewinnen, wie diese Tour in etwa ablaufen wird. Ich möchte jetzt hier ganz in Ruhe einige Tage später ein Fazit ziehen und normalerweise hätte ich gerne den Felix dabei gehabt, allerdings hat das nicht ganz hingehauen, weil er dann mit dem Zug wieder zurück musste und dementsprechend werde ich das jetzt hier in Ruhe alleine machen. Ich habe dem Felix im Auto schon gesagt, dass ich den Wettersteingrat in 4 Teile einteilen würde. Teil 1, Meilerhütte bis zum Musterstein. Schöne Kletterei, luftig, aber angenehm. Danach kommt der zweite Teil. Bis zu den 3 Scharten ist die Kletterei zum Teil brüchig und ausgesetzt. Danach kommt schlagartig sehr einfaches Gehgelände, wo die Ausgesetztheit abnimmt. Und im letzten Viertel, meiner Meinung nach, ist da nochmal Gelände dabei, was sehr brüchig ist und von der Ausgesetztheit auch nochmal etwas höher ist. Und dieser Grat lässt euch tatsächlich erst los, wenn ihr oben an der oberen Wettersteinspitze angekommen seid. Jetzt habe ich euch mal gerade eine subjektive Einschätzung von mir gegeben und ich möchte auch dazu sagen, dass der Wettersteingrat in meinen Augen deutlich schwieriger ist wie der Blassengrat und auch der Jubiläumsgrat natürlich. Außerdem möchte ich noch hinzufügen, dass diese Kletterstelle, wo wir das Seil rausgeholt haben zum Sichern, auf meinen Wunsch hin geschehen ist. Der Felix hätte das sehr einfach abgeklettert ohne Seil, allerdings habe ich mich dabei irgendwie nicht ganz wohl gefühlt. Es ist relativ griffarm bzw. es ist relativ glatt und die Ausgesetztheit zu beiden Seiten war doch enorm hoch. Der andere Punkt ist der, wenn ich ein Seil dabei habe und es ist wirklich ein Einfachseil, dann hole ich es raus, sichere mich und hole meinen Partner nach. Von daher gesehen muss man sich dafür nicht schämen oder Männlichkeit beweisen, sondern wir haben uns gesichert und fertig. Bezüglich unserer Seillänge kann ich sagen, dass wir mit einem 30 Meter Einfachseil keine Probleme gehabt haben bei den beiden Abseilstellen und auch beim Sichern und dementsprechend würde ich es wahrscheinlich genauso wieder machen. Bezüglich der Seillänge möchte ich euch jetzt nicht sagen, nehmt einen 30er mit oder einen 60er mit. Man liest durchaus im Internet, wenn man entgegengesetzt geht, dass man den Musterstein 30 Meter abseilen kann. Und deswegen macht das eigenständig bitte, informiert euch. Ich kann nur sagen, dass wir mit einem 30 Meter Seil Richtung obere Wettersteinspitze super zurechtgekommen sind. Bezüglich unserer Ausrüstung haben wir eine sehr gute Wahl getroffen. Wir haben zusätzlich auf den Gratabschnitten, wo es ungefährlich war, die Helme wieder abgezogen, weil einfach kein Steinschlag von oben zu befürchten war. Bezüglich des letzten Grates im Wetterstein, nämlich dem Teufelsgrat, möchte ich noch sagen, da bin ich mir absolut noch nicht sicher, ob ich diesen Grat einmal gehen möchte. Es ist so, dass das Risiko relativ hoch ist, dass dort vielleicht etwas schief geht. Ich habe auch schon mit verschiedenen Bergführern gesprochen hier in der Region. Und es ist so, dass viele Bergführer auch sagen, ja, diesen Grat habe ich ausgelassen, das ist der Grat, der mir noch fehlt. Ich mache den aus Prinzip nicht und dementsprechend, falls der Kommentar kommt bezüglich Teufelsgrat, ich weiß es nicht, ob ich diesen Grat jemals gehen möchte oder werde. Ja Leute, und das war es eigentlich schon, mein kleines Fazit zu der gemachten Tour. Ich würde euch bitten, seid vorsichtig, wenn ihr sowas nachmacht. Das Gelände verzeiht nicht viele Fehler. Und wenn das Video euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert, könnt ihr das gerne machen. Drückt auch gerne auf die graue Glocke, dann erhaltet ihr eine Benachrichtigung, wenn neue Inhalte hochgeladen werden. Und bei Fragen gerne Kommentare benutzen. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!